beweisen, es ist mehr. Die Erde ist älter als 6000 Jahre. They took me to a huge freezer Und die nahmen mich in ein großes Kühlhaus. where they store the ice cores. Und dort werden die Eiskerne aufbewahrt. These men went to the South Pole and to Greenland. Diese Leute reisen nach Grönland oder an den Südpol And they would drill holes through the ice. und sie bohren Löcher durch das Eis. They store the ice core samples in the freezer. Und diese Bohrkerne werden in diesem großen Gefrierschrank aufbewahrt. They said, we want to show you these ice cores. Und ich möchte dir diese Eiskerne mal zeigen. They said, do you see these rings like tree rings? Siehst du diese Ringe hier? Die sehen aus wie Baumringe. I said, yes, I see them. Ja, ich sehe sie. They said, in the summer, the snow melts a little bit Im Sommer schmilzt der Schnee ein bisschen and then refreezes and makes clear ice. und gefriert dann wieder und dadurch entsteht durchsichtiges Eis. It shows up dark on this picture. Und das wird dann dieser dunkle Ring. In the winter, the snow packs and makes white ice. Und im Schnee wird der Schnee gepresst und macht weißes Eis. So these rings represent summer, winter, summer, winter, summer, winter. So, diese Ringe stehen dann für die Jahreszeiten Sommer, Winter, Sommer, Winter, Sommer, Winter. They said, the deepest hole we drilled is 10,000 feet deep. Und der längste Eiskern, den wir rausgebohrt haben, ist mehr als 3 Kilometer tief. And we counted 135,000 of these annual rings. Und wir haben 135.000 Jahre dieser Jahresringe gezählt. They said, why do you say the earth is only 6,000 years old? So, wie kannst du sagen, dass die Erde nur 6.000 Jahre alt ist? These men did not know about the lost squadron. Aber dieser Mann wusste nichts über die verlorene Schwadron. During World War II, some airplanes were coming over to fight in the war. Während dem Zweiten Weltkrieg flogen Flugzeuge über Grönland, um zu kämpfen. They ran into bad weather and crash landed in Greenland. Und wegen schlechtem Wetter mussten sie landen und mussten sie notlanden in Grönland. In 1990, a man from Kentucky decided to go get the airplanes. So 1990 entschied sich ein Mann aus Kentucky, dorthin zu gehen und die Flugzeuge zu bergen. They found them using ground-penetrating radar. Und mit Bodenradar haben sie diese Flugzeuge geortet. The airplanes were under 75 meters of ice in only 48 years. Und man fand diese Flugzeuge unter einer Eisschicht von 75 Metern. Und diese Eisschicht entstand in 48 Jahren. So they melted a hole down to get to one of the airplanes. Sie haben ein Loch runtergeschmolzen, um zum Flugzeug zu gelangen. They took the airplane apart Sie bauten die Flugzeuge auseinander and brought the pieces up through the hole. und haben durch das Loch die ganzen Einzelteile herausgeholt. They put it back together in Middleborough, Kentucky. Und in Kentucky, in Middleborough, haben sie alles wieder zusammengebaut. When they melted down to get to the airplane, Und als sie dieses Loch herunterschmolzen, um zum Flugzeug zu gelangen, they went through these ice rings. da gingen sie durch diese Eisringe hindurch. The airplanes were in the ground for 48 years. Und diese Flugzeuge lagen 48 Jahre im Boden. They were 263 feet down, Und sie waren 75 Meter, 75 meters. 75 Meter unter dem Boden. That's about 5.5 feet or 1.6 meters per year. Das bedeutet, pro Jahr entstand eine Eisschicht von 1,6 Metern. The deepest hole they drilled is 10,000 feet deep. Das größte, das tiefste Loch, was sie je gebohrt haben, war 10.000 Meter. That's only 1,800 years. Und wenn man mit den 1,6 Metern pro Jahr rechnet, dann kriegt man ein Alter von 1.824 Jahren. Deeper layers are squeezed, Die niedrigeren Schichten, die wurden zusammengequetscht. so 4,400 years is plenty of time to explain all the ice at the North and South Pole. So, die 4.400 Jahre reichen völlig aus, um das Eis an den Polen zu erklären. I talked to the man who dug out the airplane. Und ich habe mit dem Mann gesprochen, der dieses Flugzeug ausgegraben hat. There is his phone number here. Da ist seine Telefonnummer, du kannst ihn anrufen. You can call him if you don't believe me. Und wenn du mir nicht glaubst, dann ruf ihn an. I said, Bob, when you went down to get the airplane, did you go through ice rings? Bob, als du da runtergegangen bist, dann bist du durch diese Eisringe gekommen. He said, oh, yes. Ja? He said, there were many hundreds of them. Oh, es waren viele Hunderte von ihnen. I said, how can there be hundreds of annual rings in 48 years? Es sind ein Haufen von Jahresringen in 40 Jahren. Shouldn't there be 48? Sollten es nicht 48 sein? He said, those are not annual rings. Aber er sagte, das sind keine Jahresringe. It is not summer, winter, summer, winter. Es ist nicht Sommer, Winter, Sommer, Winter. It is warm, cold, warm, cold, warm, cold. Es ist warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt.
You can get 5 of those in 1 week around here. Du kannst hier, wo er ist, 5 Ringe in einer Woche kriegen. But this man is still calling them annual layers. Aber dieser Mann aus diesem Gefrierhaus nennt diese Ringe immer noch Jahresringe. He is either ignorant or he is lying. Er ist entweder unwissend oder er lügt. Those are not annual rings. Das sind keine Jahresringe. I hope he's ignorant, because ignorance can be fixed. Ich hoffe, er ist unwissend, weil das kann man korrigieren. Aber Dummheit dauert ewig. Your kids will be taught in school that each of the layers of the earth is a different age. Euch Kindern wird in der Schule beigebracht, dass jede geologische Schicht der Erde ein Zeitalter bedeutet. This is called the geologic column. Und man nennt das die geologische Zeitsäule. This is silly. There is no geologic column. Aber es ist absoluter Blödsinn, es gibt keine geologische Zeitsäule. All over the world, petrified trees are found standing up. Überall in der Welt findest du versteinerte Bäume, die durch diese Schichten hindurchgehen. This proves the layers are not different ages. So, das zeigt, dass diese Schichten nicht ein unterschiedliches Alter haben. Here's a 9-meter tree in Tennessee standing up, petrified. Hier gibt es einen versteinerten Baum in Tennessee, circa 9 Meter. Und dieser Baum geht durch verschiedene geologische Schichten. Und diese Schichten sollen angeblich einen ganz großen Unterschied haben im Alter. In the lake by Mount St. Helens, the volcano in Washington, there are thousands of trees stuck in the mud. Ja, und im Spirit Lake bei Mount St. Helens im Bundesstaat Washington, da stecken Tausende von Baumstämmen in diesem See im Dreck. They are beginning to petrify. Und sie fangen an zu versteinern. It does not take long for things to petrify. Und es dauert nicht lange, bis Dinge versteinert sind. Here is petrified firewood. Hier hat man versteinertes Feuerholz. There's a fossilized dog in a tree. Hier ist ein versteinerter Hund in einem Baum. He was chasing an animal up the tree and got stuck. Er hat in diesem Baum ein Tier gejagt und wurde dann eingeklemmt. Here's a petrified fish giving birth. Und hier haben wir einen versteinerten Fisch, der einen anderen zur Welt bringt. It does not take millions of years to give birth. So, es dauert nicht Millionen Jahre, geboren zu werden. Here's a petrified cowboy boot. Und hier gibt es einen versteinerten Cowboy-Stiefel. The cowboy's leg is still in it. Und das Bein des Cowboys ist immer noch drin. The article is on the front of the table. Hier hängt der Artikel über das. You can come read that later. Wir werden uns später noch darum kümmern. Ja. The Mississippi River is depositing sediments at the rate of 80,000 tons every hour. Der Mississippi transportiert pro Stunde 40.000 Tonnen von Sedimenten. Das sind also so Sand. This delta is growing larger and larger. Und hier, dieses Delta, wird immer größer und immer größer. They've studied the delta very carefully. Und sie haben dieses Flussdelta sehr sorgfältig untersucht. They say it probably took 30,000 years to put this mud out there. Und sie sagen, es hat ca. 30.000 Jahre gebraucht, um diesen Schlamm im Flussdelta zu sammeln. Oh, then I have a question. So, da habe ich jetzt aber eine Frage. If the Earth is millions of years old, Wenn die Erde Millionen von Jahren alt ist, why isn't the entire Gulf of Mexico full of mud? warum ist nicht der ganze Golf von Mexiko voll mit Schlamm? They will say, hey, it's 30,000 years, that proves the Bible wrong. Hey, die sagen, hey, guck mal, das sind 30.000 Jahre, also ist die Bibel falsch. No, I have a theory about this. Nein, ich habe eine Theorie in dieser Sache. 6,000 years ago, God created everything. Vor 6.000 Jahren schuf Gott alles. 4,400 years ago, there was a flood. Vor 4.400 Jahren war eine Flut. As the flood water was running off, Und als die Flutwasser zurückflossen, about half of that mud washed out in 20 minutes. da ist die Hälfte von dem ganzen Dreck in 20 Minuten weggewaschen worden. So it may look like 30,000 years. Es sieht vielleicht aus wie 30.000 Jahre, They forgot the flood. aber sie haben die Flut vergessen. This is the oldest tree in the world. Das ist der älteste Baum der Welt. It is 4,300 years old. Er ist 4.300 Jahre alt. That is an old tree. Das ist ein alter Baum. But I have a question. Aber ich habe eine Frage. If the Earth is millions of years old, Wenn die Erde Millionen von Jahren alt ist, why don't we have an older tree? warum haben wir keine älteren Bäume? Why would the oldest tree be 4,300 years old? Warum ist der älteste Baum 4.300 Jahre alt? I have a theory about that. Ich habe eine Theorie darüber. 6,000 years ago, God created everything. Vor 6.000 Jahren hat Gott alles geschaffen. 4,400 years ago, there was a flood Vor 4.400 Jahren war eine Flut. that destroyed the entire world. Und diese Flut hat die ganze Welt zerstört.
So the oldest tree should be less than 4,400 years old. So, der älteste Baum sollte weniger als 4400 Jahre alt sein.